Dieses Video ist dank der Unterstützung von Radaddle möglich, einer der ältesten Tabletop-Shops in Deutschland. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement. Mein Name ist Sascha und ich zeige euch heute, warum Turf so gut für uns Tabletop-Spieler ist. Willkommen zurück zu einem neuen Video und wir reden heute mal über Turf. Was ist Turf eigentlich? Turf ist nichts anderes wie super fein gemahlenes und manchmal auch sehr grob geschnetzelter Schaumstoff, der wiederum eingefärbt ist. Inzwischen gibt es viele Hersteller am Markt, die verschiedene Farbsorten und auch Körnungen anbieten. Wir bleiben allerdings bei den Produkten von Woodland Scenics, weil ich einfach schon seit Jahren mit denen arbeite und sehr zufrieden damit bin. Bei Woodland Scenics gibt es erstmal 5 Sorten. Wir haben Fine Turf und Blended Turf, was sehr ähnlich von der Körnung ist. Allerdings haben wir im Blended Turf Bereich nur 2 verschiedene Farbsorten. Ist quasi so die Grundierung. Und dann geht es als erstes los mit dem Fine Turf, was ein sehr, sehr feines Turf ist. Weiter geht es mit Coarse Turf, was dann schon etwas gröber ist. Und wir gehen dann weiter immer gröber mit Bushes und Underbrush. Und wer es dann noch gröber mag, der greift dann zum Clump Foliage, was dann schon wirklich große Brocken sind. Die Namen verraten eigentlich auch schon direkt, was das für eine Größe ist. Wie gesagt, Fine Turf, feines Turf, Coarse Turf, grobes Turf und Bushes und Underbrush sind dann schon Unterholz und wirkliche Büsche. Bei Woodland Scenics gibt es 2 Verpackungsgrößen. Wir haben den bekannten Shaker, wo wirklich viel Material drin ist. Und wir haben kleine Tütchen, weil wir haben einige Sorten, wo wir eigentlich gar nicht so viel Material brauchen. Von daher ist es einfach auch gut, mal ein kleines Tütchen zu nehmen. Das liegt aber dann eher an den Projekten, die ihr vorhabt. Und warum ist jetzt im Modellbau, Diorambau oder auch im Tabletop-Bereich Turf so gut? Wir können sehr, sehr realistische Übergänge schaffen. Denn wir können hier tatsächlich, wie hier schon der Name sagt, Blended Turf, wir können die verschiedensten Farben ineinander verblenden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel auch das aus der Miniaturenmalerei kennt, ihr verblendet eure Farben, also schafft Übergänge, sanfte Übergänge, genau das können wir auch mit diesen Produkten erzielen. Ein weiterer Riesenvorteil, gerade bei uns im Tabletop-Bereich, können wir mit statischem Gras nicht so wirklich viel anfangen. Klar können wir statisches Gras streuen, das sieht aber immer platt aus. Das heißt, wenn wir es statisch wirklich aufbringen, dann haben wir solche Flächen. Und wenn wir solche Flächen herstellen, dann ist das immer sehr, sehr anfällig für unsere Miniaturen, Fahrzeuge, große Monster und so weiter. Klar, eine Plastikbase hält hier natürlich noch ganz gut drauf, aber sobald wir anfangen mit Zinnminiaturen oder schweren Sachen, dann drückt sich das irgendwann platt. Und das ist ein Riesenvorteil mit Turf. Ein weiterer Vorteil ist, man braucht, um Turf aufzutragen, keine besonderen Gerätschaften, denn ihr habt einfach den praktischen Shaker. Aber wie jedes Produkt gibt es natürlich auch ein paar Nachteile. Ein großer Nachteil ist, wir brauchen verschiedene Farben, denn das ist wichtig. Wenn wir nur mit einer Turfsorte arbeiten, dann sieht das langweilig aus. Wir brauchen also verschiedene Farben und Körnungen, damit es wirklich realistisch aussieht und wir da wirklich Lebendigkeit reinbekommen. Das ist meiner Meinung nach ein größerer Nachteil, weil wir einfach in der Anschaffung erstmal einiges aufwenden müssen. Aber wenn ich die Anschaffung erstmal gemacht habe, dann kann ich es für viele weitere Dinge weiter benutzen. Denn wir können nicht nur unsere Bodengründe damit gestalten, sondern wir können noch ganz viele andere Sachen damit machen. Wir können eine Base-Gestaltung machen. Wir können das Turf mit verschiedenen Sandsorten mischen für die Base-Gestaltung. Wir können damit Bäume beflocken in den verschiedenen Körnungen. Wir können sämtliche Gebäudeteile damit einfach aufhübschen und somit dient es nicht nur zur Bodengestaltung, sondern für viele andere Möglichkeiten auch. Kommen wir nun zum praktischen Teil der Verarbeitung. Was brauchen wir noch an Zusatzprodukte? Wichtig ist ein Weißleim, da könnt ihr nutzen, was ihr wollt. Wir brauchen ein Isopropanol, ist schon sehr wichtig. Und wir brauchen noch ein Fixierspray, um das Ganze von oben zu fixieren, weil wir müssen tatsächlich von unten und auch von oben das Ganze befestigen. Für unser Beispiel machen wir heute mal eine ganz klassische Bodengestaltung. Wir nutzen das Blended Turf als Grundierung und tragen das erstmal auf mit Weißleim. Unsere Fläche ist nun einmal komplett mit Weißleim eingepinselt und nun bringen wir unsere erste Schicht, das Blended Turf, auf. Hier können wir das auch wirklich großzügig auftragen, denn wir schütteln es nicht, wie man es zum Beispiel von bestimmten Grassorten kennt, wieder ab, sondern wir lassen es genauso darauf trocknen, wie wir es eigentlich aufbringen. Das heißt, wir haben hier automatisch schon leichte Erhebung im Gelände. Unsere Grundierung ist jetzt aufgebracht und hier sieht das jetzt gar nicht so tragisch aus. Wir haben jetzt hier grün, es ist auch ein bisschen hellgrün mit in dem Blended Turf mit enthalten. Das heißt, wir haben schon so ein bisschen Bewegung schon drin. Wenn wir jetzt aber große Spielplatten bauen,
dann würde das jetzt sehr, sehr langweilig aussehen. Auf der großen oder auf einer großen Fläche sehen solche grünen Flächen dann eher langweilig aus. Das heißt, wir müssen jetzt so ein bisschen Variation mit ins Spiel bringen mit den verschiedenen Farbsorten. Wir verwenden jetzt einfach die verschiedensten Feinturf-Sorten, um halt kleine Flecken aufzutragen. Und das Wichtigste ist, wir brauchen jetzt nichts an Leim oder so weiter auftragen, sondern das befestigen wir gleich alles von oben. Nun haben wir erstmal ziemlich wild verschiedene Farbpunkte aufgegeben. Wenn ihr jetzt im Gelände seid, beziehungsweise euer Gelände gestaltet, dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen darauf achten, dunklere Farbtöne eher im unteren Bereich anzubringen und helle Farbtöne natürlich an den erhabenen Stellen. Das heißt, wie ihr es auch in der Figurenmalerei macht, mit Highlights und Schatten einfach arbeiten. Hier haben wir jetzt einfach nur ein paar wilde Flecken. Das sieht jetzt natürlich auch ein bisschen wild aus. Jetzt verblenden wir das Ganze aber wieder, indem wir wieder unsere Grundierung nehmen, Blende Turf, und streuen einfach über diese Flecken so ein bisschen drüber. Heißt also, wir haben das Ganze wieder so ein bisschen runtergefiltert. Das Gelb war natürlich sehr stark, das Dunkelgrün war sehr stark. Und mit dem Blende Turf können wir das einfach wieder so ein bisschen runterfiltern und alles so ein bisschen homogener machen. Bevor wir nun weitere Schichten aufbringen, müssen wir jetzt einmal das erste Mal versiegeln. Hierzu nutzen wir Isopropanol, um einfach die Oberflächenspannung zu brechen, dass wir auch das ganze Fixierspray auch nach unten bekommen, weil sonst sprüht ihr das Fixierspray nur oben drauf, es trocknet und wird euch abfallen. Das Isopropanol hilft euch dabei, einfach die Oberflächenspannung zu brechen. Das heißt, wir fangen mit Isopropanol an und setzen dann das Fixierspray oben drauf. Und macht die Fläche ruhig wirklich richtig schön nass. Im zweiten Durchgang arbeiten wir dann mit dem Coarse Turf. Auch hier könnt ihr verschiedenste Farben wiederum noch mischen und könnt einfach das oben drauf streuen. Und dann kann je nach Maßstab, was ihr da so habt, natürlich auch noch gröber gearbeitet werden. Und wenn euch das dann aber wieder ein bisschen zu grell erscheint, nutzt ruhig das Feinturf und arbeitet wieder drüber. Wichtig, erneut fixieren. Ein riesiger Nachteil ist es natürlich jetzt, das Ganze durchtrocknen zu lassen. Und das dauert tatsächlich einige Stunden, da können wir auch nicht großartig nachhelfen. Klar, bei so einem kleinen Stück, das könnt ihr ruhig mal auf die Heizung stellen. Aber wenn ihr große Spielplatten oder sowas gestaltet, dann müssen wir natürlich wirklich einen Tag warten, bis das Ganze durchgetrocknet ist. Gerade wenn wir in kleineren Maßstäben unterwegs sind, ist das natürlich jetzt schon richtig Vegetation. Das sind richtige Hecken. Gerade wenn wir in 6 mm, 15 mm spielen, in 6 mm wären das schon fast Wälder. In 15 mm Maßstab wären das tatsächlich schon richtig dichte Hecken. Und klar, wenn wir uns im 28 mm Bereich bewegen, dann müssen wir natürlich auch mit gröberem Material arbeiten. Und dazu kommen dann solche Sachen wie Klammfoliage zum Beispiel in Einsatz. Aber ihr könnt das natürlich auf eure Maßstäbe perfekt anpassen. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Video ein bisschen was anfangen. Habt ihr vielleicht selbst schon mit Turf gearbeitet? Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das ganze Produkt findet. Findet ihr es besser wie statisches Gras oder wo seht ihr Vor- und Nachteile? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Schaut gerne mal bei unserem Partner Radaddle vorbei, der freut sich natürlich auch über eine Order von euch. Und alle weiteren Produkte, die ihr jetzt hier in dem Video gesehen habt, findet ihr natürlich auch bei uns im Shop. Ich sage danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald und tschüss.